Und es freut mich insbesondere, weil genau unser Projekt, wo wir auch zusammen mit dem Professor Inoue aus dem Kanagawa-Institut für Technologie vorantreiben, geht es genau darum, dass wir diese Fahrzeuge sicherer machen. Und somit auch unser Slogan, wir machen die Straßen sicherer. Gemeinsam mit der Forschungsgruppe vom Professor Inoue machen wir die Straßen nicht nur für konventionelle Fahrzeuge sicher, sondern klar auch für diese autonomen Fahrzeuge, die vielleicht dann auch in Zukunft vollständig autonom fahren. Aber insbesondere fokussieren wir uns darauf, dass auch für die anderen Verkehrsteilnehmer, wie die Fußgänger und die Fahrradfahrer, die es auch in den autonomen Fahrzeugsituationen auch weiterhin geben wird, dass für diese auch die Straßen sicherer werden. Und hierzu haben wir gemeinsam mit dem Professor Inoue den Dynamic Risk Management Algorithmus entwickelt. Und es ist für mich heute eine besondere Ehre, natürlich mit dem Professor Inoue unsere langjährige Kooperation, seit über 5 Jahren arbeiten wir zusammen, und auch die tollen Projektergebnisse vorstellen zu können. Mein Name ist Thomas Freundmann, ich bin Geschäftsführer der EDI GmbH, Engineering Data Intelligence. Der Name ist hier Programm. Wir lieben es, Daten semantisch zu vernetzen und KI-basierte Entscheidungsmodelle bereitzustellen, um den Menschen bei der Entscheidung zu unterstützen, um Maschinen zu automatisieren und in diesem Fall bei autonomen Fahrzeugen, na klar, die Fahrzeuge zu automatisieren. Die Motivation des Ganzen ist, dass die Hauptunfallsursache, und das ist nichts Neues, die unangemessene Geschwindigkeit ist. Die unangemessene Geschwindigkeit kann zum einen daher rühren, dass man eine Situation selbst falsch eingeschätzt hat, aber auch, dass andere Verkehrsteilnehmer sich nicht so verhalten, wie man sich das vorgestellt hat. Und man sieht hier, das sind sehr alte Videos, die hier aus einem typischen Clip gekommen ist aus Deutschland, wo der 7. Sinn, aber auch damals waren die Probleme die gleichen, wie sie heute sind. Und unser Ziel ist eben, mit der angemessenen Geschwindigkeit die Situation zu erreichen, um wie der Professor Inoue mit seiner Forschungsgruppe dieser Herausforderung begegnet, stellt er jetzt vor. Okay, can you hear me? Yes. Okay. 私は神奈川工科 Guten Tag, mein Name ist Inoue, ich bin der Professor an der Kanagawa Technische Universität. Mit der Firma EDI haben wir schon länger eine Kooperationszusammenarbeit. Es geht um Sicherheitstechnologien zu entwickeln mit KI-Technologie. Die Firma EDI ist ein kreatives Unternehmen. Und die Firma EDI ermöglicht, dass wir alle kreativ werden können. Ich bin sehr froh, mit der Firma seit langen Jahren zusammenarbeiten zu dürfen. In Japan haben wir Sicherheitstechnologien entwickelt, hin zu einer alternden Gesellschaft. Es geht darum, vorausschauendes Fahren zu ermöglichen. Mit dieser Technologie kann man Senioren beim Fahren sehr gut unterstützen. Wenn ein Fußgänger plötzlich die Straße überquert, muss man den Fußgänger erkennen, und diese Technologie unterstützt den Fahrer, um die Fußgängergefahren zu erkennen. Sehen Sie links das Bild, von der linken Seite kommt plötzlich ein Fußgänger. Beim autonomen Fahren kann die Technologie zurzeit nur das, was man sieht, was das System sieht, erkennen. Und wir möchten ermöglichen, unsichtbare Gefahren auch zu erkennen. Bitte klicken Sie das Bild. Jetzt sehen Sie die Aufnahme. Basierend auf physische Daten kann das Fahrzeug selbstständig ein Objekt umfahren. Hier sehen Sie die Hierarchie des vorausschauenden Fahrens.
unter die mittleren 2 Ebenen geht es um risikovorausschauendes Fahren. Wir arbeiten mit der Firma EDI zusammen auf der Ebene 4. Bitte zu der nächsten Folie. Wir haben gehört, dieser Safety Cushion, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass man genug Zeit hat, auf Gefahren zu reagieren. Und darauf gehe ich jetzt weiter in den weiteren Folien drauf ein, wie wir diesen Sicherheitsabstand in kritischen Situationen vergrößern können. Und wir haben vor 5 Jahren zum ersten Mal eben Kontakt auch zu Professor Inoue gehabt und auch zu einer weiteren Universität aus Tokio, die TUAT-Universität. Und hier sind wir auf einen Datenschatz gestoßen, der über 10 Jahre wurden hier kritische Verkehrssituationen aufgezeichnet, lange bevor man so wirklich an autonome Fahrzeuge gedacht hat, von Taxis, die durch zum Beispiel Tokio gefahren sind. Und hier wurden immer 10 Sekunden vor diesem kritischen Vorfall aufgezeichnet und 5 Sekunden danach. Und diese Daten wurden damals ohne KI, sondern manuell von Experten aus Japan gelabelt. Und das sind ja gleich sehr wertvolle Informationen. Da wurde mitgelabelt, wie ist die Situation entstanden, sind Fußgänger involviert worden, sind die Fußgänger aufmerksam gewesen oder nicht aufmerksam gewesen, in welcher Infrastruktur, also welcher Straßentyp lag vor, als dieser kritische Vorfall entstanden ist. Und gleichzeitig wurde auch manuell gelabelt, wie gefährlich war die Situation am Ende. War sie relativ gering gefährlich oder eben hat es auch zu einem Unfall geführt. Und auf diesem Datenschatz haben wir unsere Algorithmen angewandt, in diesem Fall KI-Algorithmen mit unterschiedlichen Cluster-Algorithmen, um entsprechend die Daten auszuwerten. Und hier ist dann auch ein Datenschatz entstanden, wo wir eben entsprechend den Algorithmus, Dynamic Risk Management Algorithmus, trainieren konnten auf diesem Datenschatz mit diesen einzelnen Videos. Und in diesem Fall haben wir auch im Projekt zusammen mit dem Professor Inoue diese Algorithmen auch schon in der Simulation wiederum validiert, hier mit der PTV-Gruppe aus Karlsruhe ebenfalls, also EDI kommt auch aus Karlsruhe. Und hier konnten wir diese realen Situationen, die wir gerade eben auch von dem Taxi gesehen haben, konnten wir eben entsprechend auch in der Simulation nachbilden. Und auch hier konnten wir wieder über 24, 48 Stunden Fahrzeuge fahren lassen und dieser Situation aussetzen. Und wir haben dann online sehen können, wie unser Algorithmus diese Situation richtig einschätzt und entsprechend mit geringerer Geschwindigkeit in die Situation reinfährt. Und dadurch konnten wir extrem, na klar, die schweren Unfälle reduzieren, weil die Fahrzeuge langsamer waren in bestimmten Situationen. Allerdings, und das ist auch ein Thema, was man ansprechen muss, solange eben auch andere Verkehrsteilnehmer involviert sind, wie Fußgänger, die man nicht gezielt steuern kann, wird es auch immer in Zukunft noch kritische Situationen geben, auch mit autonomen Fahrzeugen. Und unser Ziel ist eben, bei bestimmten Situationen, zum Beispiel in Bereichen, wo Kindergärten sind, Schulen sind, dass man so wie auch ein erfahrener Fahrer im Vorfeld schon die Geschwindigkeit reduziert und bereit ist zu bremsen, auch wenn unsere Sensoren vielleicht noch gar kein spielendes Kind erkannt haben. Also man schafft sich einfach Zeit und das ist der Ansatz von dem Safety Cushion. Und hier können wir das auch sehen, weil glücklicherweise passiert in der Realität relativ häufig nichts, obwohl man vielleicht mit der nicht angepassten Geschwindigkeit unterwegs gewesen war. Dann hat man einfach Glück gehabt. Manchmal hat man eben Pech und wir wollen aber dieses Pech reduzieren, sodass man eben diesen Safety Cushion immer so wählt, dass man mit der richtigen Geschwindigkeit in der Situation ist. Und der Vorteil auch von unserem Ansatz ist, dass wir jetzt automatisiert aus solchen Situationen eben herausfiltern können, ob das eine kritische Situation ist. Und das ist insbesondere wichtig, da heutzutage nicht nur von der TUAT sehr viele aufgezeichnete Daten vorhanden sind, sondern es gibt auch offene Datensätze, die man direkt verwenden kann von der Berkeley-Universität oder Waymo-Datensätze, wo über hunderttausende Videos auch wiederum verfügbar sind, die nicht immer nur kritische Situationen zeigen, sondern auch ganz normale Situationen. Und mit unserem Algorithmus können wir jetzt automatisiert, mit den KI-Algorithmen können wir jetzt automatisiert eben entsprechend solche kritische Situationen herausfiltern und dann mit weiteren KI-Algorithmen zum Beispiel
registrieren, woran das Ganze in diesem Fall gelegen hat. Hier ein Beispiel von dem Waymo-Datensatz, wo insbesondere auch dieser Fußgänger, der jetzt gleich auf der linken Seite hereinläuft, den Autofahrer veranlasst hat zu reagieren, also seine Geschwindigkeit zu reduzieren, weil dieser Fußgänger eben nicht achtsam auf den Verkehr ist, sondern noch im Gespräch war. Und das sind genauso Themen, wo vielleicht auch ein Mensch schon mal proaktiv seine Geschwindigkeit reduziert, und das müssen wir auch dem autonomen Fahrzeug beibringen. Diesen Algorithmus, den wenden wir auch im geförderten Projekt an, das wir jetzt seit einem Jahr von dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird das gefördert hier aus Deutschland. Und hier sind wir mit weiteren Partnern unterwegs, zum einen das Fraunhofer IAO hier aus Stuttgart, der Universität hier aus Stuttgart, aber auch mit der Firma IPG, die eben ein sehr gutes Fahrzeugsimulationsumgebung hat und ebenfalls ein Spin-off vom KIT, ist allerdings schon vor 40 Jahren gegründet, EDI 5 Jahre, auch als Spin-off vom KIT. Und mich freut es insbesondere, dass wir es auch geschafft haben, die 2 japanischen Universitäten, mit denen wir schon so lange zusammenarbeiten, hier als assoziierte Partner mit reinzunehmen. Wir sind hier auch bei die Vereinigung für E-Mobilität, die sich aber auch mit Fokus auf autonomen Fahren ausgerichtet hat. Hier sind wir auch in der Gruppe, wo hier in Baden-Württemberg quasi die ganzen Aktivitäten bündelt. Und im Projekt Rely Risk Estimation with a Learning AI bringen wir oder versuchen wir, den virtuellen TÜV für solche autonome Fahrfunktionen bereitzustellen. Also die Absicherung, dass in jeder Situation das Fahrzeug so reagiert, wie zum einen der Fußgänger das gern haben wollte, also erwartungskonform, aber auch der Passagier oder der Fahrer im Fahrzeug. Und das passt ganz gut zu der Eingangsfrage. Viele Leute wollen einsteigen. Wir müssen dazu sorgen, dass die Leute, die in so ein Fahrzeug einsteigen, sich komfortabel fühlen. Aber auch, wenn ein autonomes Fahrzeug an den Zebrastreifen ranfährt, dass auch der Fußgänger, der dann eben mit dem autonomen Fahrzeug kommunizieren muss, sich auch wieder komfortabel fühlt. Professor Inoue, jetzt noch mal ein paar Worte zur Kooperation vielleicht. Ja, sehr gerne. Ja, dieses Projekt verspricht schon sehr viel Erfolg mit EDI und wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Die Kooperation ist natürlich nicht nur von EDI und unserem Institut, sondern ist natürlich die Früchte von der Kooperation zwischen Baden-Württemberg und der Präfektur Kanagawa. Immer wieder neue Ideen, kreative Ideen werden zutage gefördert und die führen wiederum zu solchen guten Forschungsergebnissen und zu neuen Projekten und neuen Unterfangen. Und da haben wir auch schon wieder neue Projekte ins Leben gerufen und das wird uns Herr Freudenmann auch wieder erläutern. Genau, vielleicht auch die Frage, wie kann man über so eine lange Distanz zusammenarbeiten? Wir haben auch die 8 Stunden Zeitdifferenz gesehen. Ein Thema ist, na klar, auch hier hilft uns die Digitalisierung und die Technologie. Ein Thema, was wir als EDI vorantreiben, wir haben eine Plattform entwickelt, wo man genau solche Datenschätze aus unterschiedlichen, können Verkehrssituationen sein, können aber auch Wetterdaten sein, zusammenbringen kann und dann mit KI-Algorithmen analysieren kann, ob zum Beispiel kritische Situationen darin vorkommen, wie gerade eben gezeigt. Und jetzt hier, und das freut uns auch, dass wir seit dieses Jahr haben wir jetzt gerade den Projektabschluss gemacht. Normal war auch geplant, dass wir in Japan gewesen wären, aber leider aufgrund Corona mussten wir das natürlich auch komplett virtuell machen. Aber das Projekt wurde trotzdem erfolgreich abgeschlossen und wir planen auch hier schon ein Nachfolgeprojekt. Das Ziel war eben, diese ganzen Sensorthematiken, die jetzt aktuell in der TUAT-Datenbank noch gar nicht vorhanden sind, weil wie gesagt, da wurde vor 10 Jahren gestartet mit konventionellen Taxis. Jetzt gibt es eben auch weitere Datensätze, wo eben auch Radar, LIDAR, Kamerasignale verfügbar sind. Und hier fangen wir jetzt mit dem gleichen Ansatz an. Wir können den Algorithmus nutzen, um kritische Fälle zu identifizieren. Und dann schauen wir, wie haben die Sensoren darauf reagiert. Und hier sind eben auch weitere Industriepartner schon involviert. Und wir als Firma bieten sowieso immer eine Private Cloud an, sodass auch die Datensicherheit vorhanden ist, auch für eben dann Industriepartner. Und das war jetzt eben ein Thema, geht es wirklich um diese Sensor Weakness. Es gibt, na klar, wie man sich vorstellen kann, bei Nacht funktioniert eine Kamera nicht so gut, bei Tag ist es schon besser,
Allerdings bei einstrahlender Sonne hat die Kamera auch wieder Schwächen. Es gibt andere Sensoren wie Radar, die eben aber zum Beispiel bei Regen oder Schneefall oder wenn der Radarsensor verdeckt ist, auch wieder sehr schlechte Signale liefern kann. Und wenn eben eine kritische Situation entstanden ist, gehört es auch dazu, zu analysieren, wie ist das passiert und eben auch eine Abstraktionslevel zu erreichen, dass man nachvollziehen kann, was muss der Sensor vielleicht in Zukunft können, wie müssen die Sensoren zusammenarbeiten, um das dann zu vereinen. Und was man hier jetzt sieht, ist so momentan noch ein Prototyp UI, wo wir hier haben, wie wir eben diese Evaluierung von den unterschiedlichen Sensoren in den kritischen Fällen kombinieren wollen mit realen Fahrsituationen und den aufgezeichneten Sensorsignalen und dann auch weiter mit KI-Algorithmen auswerten, wo eben die Probleme dann sind und das dann abstrahiert, zum Beispiel auch, wie wir in Relay vorhaben, dann in die virtuelle Umgebung zu bringen, so dass man dann kontinuierlich testen kann, wie der Sensor arbeitet und ab wann es eben zu einer kritischen Situation kommt, sodass auch dann wirklich wir die Fahrzeuggeschwindigkeit zum einen reduzieren können oder gegebenenfalls das Fahrzeug komplett anhalten können und die Passagiere nicht Angst haben müssen, dass das Fahrzeug im Blindflug über die Straße fährt, sondern wir müssen zu jeder Zeit gewährleisten, dass alle Sensoren gemeinsam genug an Sicherheitslevel bereitstellen können, um diese Situation zu meistern. Und das ist auch genau das Ziel von dieser Zusammenarbeit, auch mit der neuen Firma. Das sind auch weitere Forschungsprojekte an der Kanagawa-Institut vorhanden, wo das dann auch weiter gestützt wird. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Wir sind vor 5 Jahren gegründet. Wir sind ein sehr internationales Team. Wir haben über 13 Nationen unter unseren Mitarbeitern. Wir suchen die nicht gezielt aus, sondern wir haben unter anderem auch unsere Chef-Grafikdesignerin, die kommt auch aus Japan. Die haben wir genau bei so einem Treffen mit dem Professor Inoue auch getroffen. Und sie ist seit 2,5 Jahren bei uns in Deutschland und auch hier jetzt verheiratet seit dieses Jahr. Also sie hat hier in Deutschland auch Fuß gefasst und sie wird uns Gott sei Dank auch erhalten bleiben. Sie macht eben auch die schönen UIs, die wir gerade gesehen haben. Wir haben ja auch gerade ganz frisch unsere neue Webseite gelauncht, wo auch sie gemacht hat. Also das ist für uns auch eine Erfolgsgeschichte, wie man eben in internationalen Kooperationen dann auch, Völkerverständigung hinbekommt. Ja, hier wird jetzt vielleicht in Karlsruhe eine neue Familie aufgebaut. Das sind die Sachen, wo uns auch dann wir sind eine kleine Firma, aber auch das begeistert uns. Und wir würden uns freuen über weitere Kontakte. Eben auch, wenn jemand Interesse an unseren Produkten hat, die wir gemeinsam mit Professor Inoue entwickelt haben, sind wir na klar für weitere Kooperationen bereit, sowohl in Deutschland als auch Japan. Und ja, wir freuen uns auf den regen Austausch und vielleicht weitere Fragen. Vielen Dank, Herr Freudenmann. Vielen Dank, Herr Professor Inoue. Inoue-sensei, domo arigatou gozaimashita. Ich schaue mal kurz in den Chat. Gibt es Fragen? Herr Freudenmann, Herr Inoue, für die Zuschauer, ich muss die Frage jetzt auf Englisch stellen, damit Herr Professor Inoue sie auch hören kann. The data you were talking at the beginning, you got a lot of data from Japan. Why did you have to go to Japan to get all these data? Is there no source here in Germany? Ich antworte auf Deutsch wieder, ist das okay? Oder? Auf Deutsch, ja. In Deutschland, es gibt auch sehr viele Unfalldatenbanken, die auch von der Polizei oder von anderen Organisationen gesammelt werden. Was es tatsächlich besonders macht an Japan, und ich würde schon sagen, das war auch eine gewisse Weitsicht, wo man da gehabt hat, dass man vor 10 Jahren hier schon angefangen hat, diese Verkehrssituation zu analysieren, nicht nur für die Fahrzeuge, sondern auch für die Infrastruktur. Es geht auch um eine sichere Infrastruktur, wo entstehen Unfälle. Also man kann dadurch auch sehr viel mehr analysieren und durch diese Aufzeichnung mit den Videos war es eben den japanischen Experten auch möglich, retrospektivisch auf die ganze Situation zu schauen. Und das macht schon auch einen Unterschied zu einer klassischen Unfalldatenbank, wo vielleicht die Polizei noch kurz die wichtigen Sachen ankreuzen musste. Hier hat man einfach von Experten die Zeit, die Situation in der Gänze zu beurteilen mit über 100 Labels. Also so ein Incident, da sind ein paar Geschwindigkeitssignale mit aufgetragen, ein paar Bremssignale hat man vom Fahrzeug, man hat dieses Video und man hat eben bis zu 100 Labels zu dieser Situation. Und das macht es ja klar sehr wertvoll. Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, hat sich der Weg nach Japan gelohnt. Professor Inoue, do you want to add something to the comment? Yeah, thank you for. Ja, vielen Dank.
あとですね、Ja, und dann gab es noch diese Beinahe-Unfälle. Ich denke, das ist auch sehr typisch für die japanischen Daten gewesen. Das war, glaube ich, auch ganz interessant für unsere deutschen Kollegen. Und diese Daten konnten dann im nächsten Schritt in unserem Projekt auch zum Beispiel auch gemeinsam verlinkt werden mit amerikanischen oder weiteren internationalen Daten. Und ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle. Also ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben eben auch ganz viele Vorfälle in dieser Datenbank, die dann nicht zu einer kritischen Situation geführt haben, weil zum Beispiel der Fußgänger die Situation entschärft hat oder weil der Taxifahrer richtig reagiert hat. Und das haben wir auch klassifiziert in unseren Algorithmen. Und somit ist es auch nochmal ein wesentlicher Unterschied, dass nicht nur Unfälle registriert sind, sondern auch Situationen, die kritisch waren, aber dann entschärft worden sind. Okay, thank you very much. One more question here from the audience. This is a wonderful cooperation that you built up together. Can you tell us what was the start for the cooperation? How did it start? So, I can talk about the real story. So, Gerne in Deutsch. Die Geschichte war eigentlich eine sehr spannende und ich glaube, das ist tatsächlich so, wie viele Geschäfte auch entstehen. Professor Inoue hat einen sehr guten Freund, der hier jetzt auch Professor an der Hochschule ist. Ich sage immer, das sind so ein bisschen wie Zwillinge aus Deutschland und Japan. Die sind beide von der Industrie gekommen, haben gleichzeitig dann die Professur angenommen und treiben beide auch dieses Thema voran. Und der Herr Schick, der hat uns, oder Professor Schick jetzt, hat uns eben an einem Christi Himmelfahrt, an einem Feiertag angerufen. Professor Inoue ist gerade in Karlsruhe. Wir müssen mal vorstellen, was wir Tolles machen. Wir sind aufgestanden mit meinem Kollegen Monat El-Haji, sind da in das Hotel gefahren, haben den Professor Inoue das erste Mal kennengelernt. Ich glaube, das war so vor 5 Jahren. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, 5 oder 6 Jahren. Und seitdem sind wir in Kooperation. Und ich würde sagen, ja, wir machen da klar schöne Projekte, aber es ist auch eine Freundschaft. Also wir freuen uns immer wieder, nach Japan zu kommen. Wir freuen uns auch, wenn Professor Inoue nach Deutschland kommt, was er auch sehr häufig machen kann, aufgrund von unterschiedlichen Konferenzen und so. Und da können wir uns auch weiter austauschen. Wir waren letztes Jahr auch gemeinsam in den USA auf einer Konferenz, Fast Zero, mit dem Ziel, wirklich die Unfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Ja, wenn es möglich ist, na klar 0. Aber wie gesagt, da wird noch der Weg ein bisschen weiterer sein. Aber mit unserer Technologie sind wir auch zuversichtlich, dass wir da dazu beitragen können. Thank you very much, Professor Inoue. What is your point of view of your first date? Ja, als wir zum ersten Mal zusammenkamen und das war der Herr Professor Schick, der gemeinsame Freund. Es war zufälligerweise eben ein Feiertag und ich hatte nichts weiter zu tun und ich war dann eben in der Hotellobby und wir haben uns da hingesetzt und haben ein Bierchen getrunken und da kamen eben unterschiedliche Themen auf den Tisch und da haben wir festgestellt, da lässt sich doch etwas daraus machen. Und daraus wuchsen die kreativen Ideen und seitdem haben wir ein Projekt nach dem anderen und die Diskussionen machen Spaß. Und man kann sich auch richtig schön konzentrieren. Die Arbeit läuft sehr immer fokussiert und es macht unglaublich viel Spaß. Und wir werden da auch weitermachen. Also da können Sie sich schon auf etwas, Sie können sich schon auf etwas einstellen. New projects are already in the pipeline, right? Yes. So we continue for sure. One more question. International cooperation sometimes are difficult. Are there any difficulties that you have in the international cooperation? Professor Inoue? 難しいと周りは言ってますけども、やはり Also man hört, dass internationale Kooperationen schwierig sind, aber wir respektieren einander und wir interessieren uns für die Kultur des Gegenübers. Und so entstand eine sehr freundliche Kooperation, eine persönliche, auch auf persönlichen Ebene haben wir einen guten Kontakt zueinander. Also das heißt, es ist nicht was Formelles gewesen, nicht nur was Formelles gewesen, sondern wir haben immer über alles diskutiert und wir haben eine gute Beziehung zueinander. Bestätigen. Ich glaube natürlich, die weite Distanz, die Zeitverschiebung, muss man na klar die Meetings ein bisschen
besser schedulen, sodass man sich dann auch wirklich trifft. Aber wir können miteinander, na klar, auf Englisch kommunizieren. Wir können, wie auch dargestellt, gemeinsam an Daten arbeiten. Und das hat eben auch gut funktioniert. Und vielleicht an der Stelle auch, wir haben schon auch früher sehr viele Projekte mit Asien gehabt. Wir haben auch eine gute Kooperation nach Korea. Ich glaube tatsächlich, dass hier diese Zusammenarbeit auch speziell mit Japan, ja, die Mentalitäten und ja, wie man so die Projekte angeht, die sind doch auch sehr ähnlich und insbesondere mit Professor Inouye funktioniert das sehr gut. Natürlich sind das alles auch ein bisschen, ja, ich sag mal, forschungslastige Projekte, wo der Ausgang noch nicht ganz klar ist, aber auch das kriegen wir eben in unserer Kooperation gut geregelt, dass man sich Ziele steckt und auch Schritt für Schritt dahin kommt. Und ja, ich denke natürlich, ein einziges Projekt ist immer relativ schwierig aufzubauen, aber wenn man dann wirklich in so eine Kooperation kommt, dann funktioniert es dann doch auch sehr gut. Und wir haben jetzt wirklich auch hier, auch in Korea, sehr gute Erfahrungen über so langjährige Kooperationen. Da sind wir in Korea schon 2008 gestartet. Also auch hier haben wir einen sehr guten Partner, wo es auch eher um Fahrdynamik geht, aber im Prinzip auch um dieses Thema Fahrzeug und wie wir die Zukunft gestalten in der Mobilität. Thank you very much. This sounds really promising, and I wish a lot of success for this project or for these projects. I think there are a lot of them. Yes? 一つだけ付け加えておきます。Yes, please. Eine Sache möchte ich gern sagen. Deutsches Bier und regen Austausch sind zwei wichtige Punkte zum Thema Kooperation. Vielen Dank. Wir freuen uns na klar auch immer auf den leckeren Sake, der teilweise auch vom Professor Inouye selber gebraut wird. Und natürlich auch das sehr leckere japanische Essen. Also deswegen bin ich na klar schon auch ein bisschen traurig, dass wir es dieses Jahr aufgrund der Gegebenheiten nicht geschafft haben, mit der Delegationsreise vor Ort zu sein. Ich hätte mich natürlich da auch gefreut, aber ich glaube, nächstes Jahr kommt und es wird noch mehr Möglichkeiten geben. I understand now why you really appreciate autonomous driving, because then you can have beer and sake and sit in the car. This is really great. That's our secret, but anyway. There needs to be a motivation in it. Thank you very much. So thank you very much to both of you for this really interesting presentation. I think this is a good example. This is a wonderful example for cooperation between Japan and Baden-Württemberg in the topics of the future, because this is the future. And I really think it's also interesting that you bring the Japanese Research Institute in a German-funded project. So this is, I guess, the next step of cooperation. So this close kind of cooperation, I think, is a wonderful example. And I hope there will be more for you. There will be other projects, and I'm sure that a lot of companies might want to approach you to ask about the KIPs of your project, and I wish you all the best, a lot of success for both of you, and thank you very much for taking your time today, for you to come to our event location, for you, Professor Inouye, for taking your time for this digital presentation. It's wonderful that we can meet this way, despite some travel restrictions that we have today, and I hope we will soon be able to see each other lively either in Japan or in Baden-Württemberg. Thank you very much. Auch herzlichen Dank und herzlichen Dank an Professor Inouye nach Japan. Thank you very much. ありがとうございました。Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.